Du bist mein Mond und du, wenn du da bist, atme ich tiefer. Du bist mein Mond und du, wenn du da bist. Hi, ich bin Lilu, ich bin Sängerin und Songwriterin aus Köln. Ich wurde von Urbanana eingeladen, verschiedene Orte in Köln, in Düsseldorf und im Ruhrgebiet vorzustellen. Urbane Orte, die mich auf meiner musikalischen Reise begleitet haben und inspiriert haben. Und ich dachte mir, wir fangen an in meiner alten Uni, der Folkwang-Universität der Künste in Essen. Hier habe ich von 2014 bis 2020 studiert. Wir sind hier in der neuen Aula, dem größten Veranstaltungsraum, an dem ich auch ein paar Mal auftreten durfte. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen kleinen Rundgang. Ich habe mir noch Unterstützung eingeladen von einem auch ehemaligen Studenten bzw. Absolventen, Tommy Finke. Kommt mit. Und warum sind wir an der gleichen Uni gelandet und haben ungefähr das Gleiche studiert, mit ein paar Nuancen, aber haben das völlig unabhängig voneinander entschieden und gemacht? Was auf jeden Fall für mich so ein Punkt war, als ich an die Folkwang gekommen bin oder mich hier beworben habe, hatte ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was neue Musik ist, dass es das gibt und welchen Anteil das in dem Studiengang auch einnimmt. Aber was mich total interessiert hat, war so diese Experimentierfreude, die ich unter die Möglichkeiten zu experimentieren, die ich in den verschiedenen Modulen gesehen habe, weil ich da komplett neue Handwerkszeuge gelernt habe und mich mit Programmen und Kompositionstechniken auseinandergesetzt habe, mit denen ich noch nie was zu tun hatte. Und ich glaube, das hat mich in meinem Schaffen auch sehr inspiriert, weil es nicht so dieses 0815 Popsong, diese Produktion war, in der man alle Regeln schon vorgegeben bekommt, sondern ich hier aktiv ermutigt wurde, Regeln zu brechen. Jetzt, wo wir gerade über das Experimentieren und so kurz gesprochen haben in der Musik, könntest du an deinen eigenen Sachen eigentlich bestimmte Punkte festmachen, wo du sagst, hier habe ich mit Absicht mehr experimentiert? Also ich hatte, glaube ich, keine Stelle, an der ich absichtlich gesagt habe, so, jetzt möchte ich mal mutig sein. Aber es gibt so ein paar Sounds, bei denen ich so im Gespräch mit anderen gemerkt habe, dass die ein bisschen mehr anecken als andere. Also ich hatte einen Song, den ich einem Tontechniker vorgespielt habe, der gesagt hat, hey, hier stimmt irgendwas mit meiner Anlage nicht, das ist ja total verzerrt, das übersteuert. Und ich hatte das halt absichtlich so verzerrt gemacht. Ich musste gerade noch an eine Stelle denken, wo ich mal Akustikgitarre mit dem internen MacBook-Mikrofon aufgenommen hatte und das ist in der Produktion am Ende tatsächlich so drin geblieben, obwohl auch noch Schlagzeugübersprechung auf der Spur ist, einfach weil der Sound unnachahmlich war und total gut in den Song gepasst hat am Ende. Ich glaube, dass genau diese Situation, wo man halt einen Sound entdeckt hat und nicht mehr von dem wegkommt, weil er genau das ist, ne? Also so wie ich auch Songs eingespielt habe mit einer bestimmten Gitarre, die halt einfach nicht gut klang, aber es war halt der Sound, den der Song brauchte. Das hat was also das ist dann eben was die Leute nicht unbedingt verstehen, wenn es im Radio läuft oder so. Aber ich glaube, es tut den Songs gut. Es tut allen Sachen gut, die eine Lebendigkeit brauchen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir arbeiten sehr, sehr viel mit unseren Computern und Laptops. Und das letzte bisschen wichtige Kunst, die wir da hinzufügen können, ist eben so Seele und Leben. Und manchmal ist es ja wie, als wenn man da so ein totes Frankensteins Monster liegen hat und dann muss man das letzte Quäntchen Energie aus sich selber rausholen und da reintun mit so einem Blitz. Was auch auf jeden Fall noch ein Ding von meiner Musik ist, dass sie sehr vielschichtig ist. Ich habe sehr viele verschiedene Details und Sounds gelayert. Würde ich sagen, ist auch so ein Merkmal, was in meiner Musik immer wieder kommt und was meine aktuellen Songs auch von vielen Popproduktionen unterscheidet, die eigentlich sehr viel aufgeräumter sind. Ja, vielen Dank dir für das spannende Gespräch. Total schön auch, dass wir uns hier an diesem Ort wieder treffen konnten. Ich ziehe jetzt weiter und nehme euch mit zur nächsten Location. Hi Odo, cool, dass wir hier sein dürfen. Odonien ist eigentlich eher der Begriff für diesen Anführungszeichen Veranstaltungsort, also Odonien Freistadt für Kunst und Kultur nennen wir das ja. Dies basiert halt auf dem Atelier, das ich hier eingerichtet habe. Ich mache seit über 30 Jahren Kunst und das hat sich entwickelt und die Art der Kunst, die ich mache, die ist erkennbar. Mit Fundstücken,
die mir eine Bedeutung haben, eine Aura haben, verrostet, verbogen, die eine Geschichte erzählen. Und ich sammle unglaublich viel. Und so kommen die Sachen hin. Früher habe ich die selber irgendwo aus Europa mitgebracht oder geguckt auf Schrottplätze. Mittlerweile, dann will einer den alten London-Bus weghaben und der gefällt mir, der erzählt mir was, dann kommt der hin. Und es entwickelte sich halt weiter im Partybereich, auch DJs, elektronische Musik. Das war damals ein ganz großes Experiment hier Feld. Die Leute, die DJs waren froh oder die DJs werden wollten, hier auch experimentieren zu können. Und alles zusammen ergab dann irgendwann Odonin der Veranstaltungsort. Also bloß immer noch mein Atelier natürlich. Also du siehst ja im Wind, dass die Flügelspitzen sich gerade ganz leicht bewegen. Der ganze Vogel, ne, der Körper geht auch ein bisschen runter, der ist so ganz austariert von den Kräften, von den Lagerungen. Da ist halt mein Know-how als Ingenieur halt auch mit reingekommen. Und der ist aber komplett aus Schrott. Und da gehören Solarzellen auf die Flügel drauf. Und wenn die Sonne halt scheint, geht der ganz sacht in Bewegung und hat was sehr Schönes, Lebendiges, Meditatives, wo sich jeder fragt, wie kann sich dieser Schrott jetzt bewegen. Mega cool. Ja, man sieht das jetzt schon im Bild so ein bisschen. Wenn du müde wirst, begleite ich dich nach Haus. Wenn du müde wirst, begleite ich dich nach Haus. So, verfolgt ihr mich eigentlich? Aber wenn ihr schon mal hier seid, wir sind jetzt in der Wohngemeinschaft, mitten im belgischen Viertel in Köln, umgeben von Boutiquen, Galerien und kleinen Cafés. Und dieser Ort hier, das ist das Theater. Hier finden kleine akustische Konzerte statt, auch von internationalen Acts. Ich bin total gerne hier, weil das Programm eigentlich immer super ist. Man kann sich hier einfach, wenn man eine Karte bekommt, reinsetzen und wird nicht enttäuscht werden. Die Konzerte in der Wohngemeinschaft haben für mich eine besondere Atmosphäre, weil es so ein total kleiner, intimer Rahmen ist und man eine ganz andere persönliche Begegnung mit dem Publikum hat. Und es gibt nicht viele dieser Orte, an denen es so kleine Konzerte unter professionellen Bedingungen gibt. Die Wohngemeinschaft ist nicht nur eine Begegnungsstätte für Musik und Kultur, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes eine Wohngemeinschaft. Man kann hier nämlich auch übernachten im zugehörigen Hostel. Und es gibt Seminarräume, die man für eigene Projekte mieten kann. Außerdem gibt es eine Bar, die auch im Stil einer Wohngemeinschaft gestaltet ist. Und dahin nehme ich euch jetzt mit. Kommt! Die Wohngemeinschaft versteht sich selbst als toleranter und offener Ort der Begegnung und empfängt sehr gerne Gäste, zum Beispiel hier im Wohnzimmer, das im Stil der 50er und 60er Jahre eingerichtet ist. Zu einer echten Wohngemeinschaft gehören natürlich auch WG-Zimmer und diese sind eingerichtet nach dem Geschmack der 4 fiktiven Mitbewohnis Annabelle, Jojo, Easy und Maylin. Und das hier ist das Zimmer von Annabelle. Jojo ist zum Beispiel momentan total im Roadtrip-Fieber. Wenn ihr mehr zum Kulturprogramm und den Kreativorten der WG erfahren möchtet, dann schaut mal auf der Webseite vorbei. Dort findet ihr sogar Steckbriefe der fiktiven Mitbewohnis. Kunst entsteht durch Reibung und Austausch. Das durfte ich auch letztes Jahr bei einem Projekt hier bei Caberville nochmal für mich erfahren. Ich habe an 5 Arbeitstagen mit einem Team von deutschen und ghanaischen KünstlerInnen zusammengearbeitet und eine Performance aus Musik, Tanz und gesprochenem Wort auf die Beine gestellt.
Und ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass wir das in so kurzer Zeit schaffen, weil ich normalerweise sehr nachdenklich und perfektionistisch an meinen Songs arbeite und lange daran sitze, bevor ich sie für die Öffentlichkeit freigebe. Und deswegen war das so eine coole Erfahrung für mich, auch zu sehen oder auch loslassen zu lernen und zu sehen, dass man die Sachen auch schneller in dem Team machen kann. Und natürlich erreichen die Werke dann vielleicht nicht den gleichen Grad an Perfektion am Ende, aber es war ein total bereichernder Austausch. Wir sind super schnell auch in der Gruppe zusammengewachsen und ich habe auch einmal mehr erfahren dürfen, dass Musik wirklich eine universelle Sprache ist. Der Framework ist nur einer von vielen Projekten, die bei Kaberwiel stattfinden. Und was es hier sonst noch zu entdecken gibt, das erzählt uns drinnen gleich Thomas. Kommt mit! Wie lange gibt es Kaberwiel schon und wofür steht der Verein? Kaberwiel gibt es jetzt seit 20 Jahren, hier in den Räumlichkeiten noch nicht so lange, da sind wir erst seit 15 oder so. Ich persönlich bin seit 10 Jahren ungefähr beim Verein und steht für kulturelle Arbeit mit eigentlich Kindern bis Erwachsenen, allen Altersgruppen. Wir arbeiten vor allen Dingen schwerpunktmäßig in den darstellenden Künsten, das heißt Tanz, Theater, Musik sind immer unsere Schwerpunkte gewesen. Es gibt jetzt neuerdings dann aber auch sowas wie Fotografie und so Zwischenformen, wo man nicht so genau weiß, ist es jetzt Sport oder ist es irgendwie Tanz oder so. Also zum Beispiel Charity macht ja dieses Rope Skipping, das ist natürlich irgendwie erstmal einfach nur eine sportliche Betätigung, aber so wie sie das macht, ist es eben nicht nur Sport. Ja, da gibt es Frauentanzprojekte, es gab die Küchentischkonzertreihe, es gibt das Wawa-Festival. Das Projekt, bei dem ich letztes Jahr mitgemacht habe, Framework, war ja in dem Jahr mit deutschen und ghanaischen KünstlerInnen. Die Länder mit den Partnerschaften wechseln ja, habe ich gesehen. Welchen Anteil haben denn diese, ich sag mal, crosskulturellen Projekte bei Kaberwiel? Also Diversität ist ja sowieso auch ein ziemlich selbstverständliches Thema bei Kaberwiel. Das betrifft ja schon das Team, das betrifft aber auch eben Teilnehmer. Aber dass es jetzt explizit einen Austausch gibt mit eben zum Beispiel ghanaischen Studenten, das ist leider immer nur zweimal im Jahr möglich, weil es muss ja auch finanziert werden. Dieses Jahr gab es ja schon eine Framework-Veranstaltung im Senegal. Dieses Jahr wird es auch wieder ein Ghana-Framework hier geben, also das Austausch oder Rückprojekt sozusagen, was dann auch wieder hier ist mit dem Senegal, wird dann erst nächstes Jahr stattfinden. Aber sagen wir mal so, für den persönlichen Input ist es natürlich der Wahnsinn, also weil da passiert künstlerisch einfach so viel in so kurzer Zeit, dass man also vorher schon fast immer ein bisschen ängstlich ist, dass man es überhaupt irgendwie verarbeitet bekommt. Ja. Während meiner Zeit im Ruhrgebiet war die Weststadthalle auch immer ein wichtiger Anlaufpunkt für mich. Hier durfte ich viele Konzerte als Künstlerin mitgestalten, draußen bei den Essen Acoustics, drinnen. Ich hatte ein eigenes Konzert mit meiner Band auf meiner letzten Tour. Und ich habe auch selbst Konzerte besucht und habe die Chance genutzt, mit KünstlerInnen aus anderen Städten in Kontakt zu kommen und mich zu vernetzen. Und das war immer sehr schön. Wie ihr vielleicht an den Nieten und Stahlträgern erahnen könnt, hat auch dieses Gebäude eine für das Ruhrgebiet typische industrielle Geschichte. Es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut und war ursprünglich eine Gussstahlfabrik in den Händen von Krupp, die zur sogenannten Kruppstadt gehörte.
2 große Überbleibsel davon gibt es hier in der Halle auch noch. Einmal diesen Dampfhammer und den Laufkran, der 30.000 Kilogramm Last trägt. Seit 2000 steht das Gebäude unter Denkmalschutz und seit 2011 werden hier regelmäßig Veranstaltungen durchgeführt. Das ZAK ist ein soziokulturelles Zentrum, eines der größten und ältesten in Deutschland. Auch wenn ich das schon verstehe, ich bin traurig, wenn du gehst. Ich will keine Grenze überschreiten. Irgendwie hab ich zu viel gesetzt. Ich war impulsiv, ließ mich verleiten. Und ich suche mich bei dir, dabei steh ich neben mir. Wie fern kannst du mir nah sein? Wie lang kann es wackeln, bis es killt? Und ich schreibe dir, ich werde da sein. Ich liege wach und schau hinaus, bis diese Nacht schon fast ergraut. Ich scheu fremde Blicke. Abends in der Straßenbahn. Doch wenn du nicht hinsiehst, schau ich dich verstohlen an. Ich bin schwer fasziniert, ich verliere mich in dir, in jedem Härchen, das sich aufstellt, wenn du frierst. Ich will so vieles sagen, doch kein Wort wird dir gerecht. Ich bleibe stumm und halte mich bedeckt. Und wenn du müde wirst, begleite ich dich nach Haus. Wenn du müde wirst, begleite ich dich nach Haus.